liebe Bergbau-Freunde, wir sind heute hier auf dem Long Life 3D Parcours in Ummerstadt und sind jetzt gerade an der Einschreibung angekommen. Schauen wir uns das mal an. Genau, wir machen heute hier beim Chris Unger ein kleines Testvideo und schauen uns mal den kompletten Parcours an. Zuvor, die Anmeldung ist hier bei ihm direkt am Haus. Man hat hier die kleinen Zettel, wo man Angaben machen kann, wo die Preise draufstehen. Kinder bis 12 sind frei, das ist ja schon mal super. Und dann schmeißt man es einfach mit dem Geld in die Vertrauenskasse. Und kleiner Tipp, die Einschreibung ist ein Stück entfernt von dem Parcours-Einstieg. Es gibt aber sowohl als hier oben als auch da unten noch einen Parkplatz, also genau, kann man dann auch mal... Man findet eigentlich auch alles ganz gut, weil er darauf geachtet hat, dass er überall so schöne Karten hinterlegt, wo man sich dann zurechtfinden kann. Genau, man kann es auch noch mal einen kleinen mitnehmen, falls man nicht direkt weiß, wo man einsteigen muss. Ja. Und als kleines Highlight haben wir hier noch Getränke und Kaffee zur freien Verfügung. Ja, und mitnehmen kann man sich hier auch so eine Scorecard, falls man gerne ein kleines internes Turnier machen möchte oder so, oder einfach nur schauen, wie gut man war am Ende des Tages, kann man sich sowas auch noch mitnehmen. Starten wir. Ja. Wir sind jetzt hier erstmal zu dem Einschießplatz gelaufen. Parken kann man hier eigentlich auch. Wir sind jetzt von oben runter und ja, gehen wir uns einschießen. Schießen wir uns ein bisschen auf den Scheiben ein. Wir haben uns jetzt hier eingeschossen auf dem großen Platz und dann gehen wir jetzt in den Parcours. Das ist hier das Ziel Nummer 5. Schon sehr schön mit diesen 2 Luchsen und es ist, finde ich, ein sehr tückischer Schuss, weil man hier vorne nochmal diesen Hügel hat und die Perspektive richtig schwierig einzuschätzen ist. Und gerade wenn man auf den hinteren Luchs schießt, das macht dann schon Spaß. Ich finde, die Stimmung auf dem Parcours ist sehr schön. Der Wald ist total genial, also
das Gelände ist interessant, man hat Höhen und Tiefen drin. Da kann man natürlich auch super interessante Schüsse stellen und da fand ich es den ganzen Tag sehr schön, obwohl das Wetter jetzt nicht so toll war. Die Sonne hat nicht geschienen, aber es war auch nicht so kalt, dadurch, Ja. dass man halt im Wald war. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Stimmung, die generell vom Parcours rüberkommt. hier mit diesen 2 Bisons, die hier stehen, das ist ein richtig schöner Weitschuss. Ich habe zumindest einen Pfeil ins Tier bekommen, aber ich muss noch ein bisschen üben. Und ich muss noch generell üben, weil meine sind einfach vorbei. Ansonsten, wir haben uns gut zurechtgefunden, wir haben den Parcours gut gefunden, ist von der Straße sehr gut beschildert und auch auf dem Parcours waren immer schöne Holzpfeile in die Richtung, wo es wieder lang geht, auch wenn man jetzt mal wieder zurück zum Pflock musste, weil das hinterm Ziel nicht weitergeht, sondern nach dem Pflock weitergeht, war auch wieder eine Beschilderung extra dafür da, also echt super gemacht. Das war echt gut und die Wege an sich auch gut angelegt, 1, 2 Treppen gebaut, damit man nicht irgendwo runterrutschen muss und das ist wirklich schön gelöst. Ansonsten, da es natürlich Chris Parcours ist, hat er sich mit den Tieren nicht lumpen lassen. Es stehen überall Tiergruppen eigentlich. Was sehr, sehr schön ist, was auch von der Stimmung nochmal was hochhebt und so. Und dadurch hat man auch immer so ein bisschen eine Wahl, auf welches schieße ich denn jetzt genau. Man hat nicht so die Wahl zwischen nur 2 oder einem Tier, sondern hat auch ein bisschen so ein tricky Gefühl, wenn es mal ein bisschen schräger steht. Und das ist wirklich sehr schön aufgebaut von den Tieren her. Genau, ja. Und daher, ich würde auch sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, es zahlt der Erwachsene 10 €, Genau. Jugendliche 5 und bis Kinder 12 Ja, ist frei. frei. Das ist Also- eigentlich super dafür, was da geboten ist im Wald. So viele Tiere und super gestellt. Waren wir sehr zufrieden. Beim Flock 13 haben wir auch wieder einen richtig coolen Schuss, weil wie ihr gesehen habt, haben wir da unsere Geier, die auch ihre Beute mit den Ratten teilen. Und wir haben wieder ein bisschen tricky, weil auch wieder ein Höhenunterschied drin ist, aber es macht richtig Bock. Und der Chris hat sich richtig Mühe gegeben, weil er sogar fürs Pfeile holen dann schöne Stufen eingebaut hat. Voll cool. Dann, ich würde gerne noch mein Lieblingsziel erwähnen und zwar das vorvorletzte. Eigentlich nicht ein Ziel, sondern im Endeffekt sind es 3. Da hat man einen Pflock, das ist die 14, 15 und 16 und man schießt bergab auf einmal Rehe, auf einen Bären, der sehr weit weggestellt ist und ganz nah, da muss man so ganz knapp über die Kuppel drüber schießen, noch auf so Perlhühner. Die sind alle 3 eigentlich super interessant, die Schüsse und ja, man kann mal so richtig drauf losballern. Und man ist am Fluss drin. Ja. Ja. Nee, der hängt. Einen kleinen Tipp würden wir euch geben, von der Anmeldung runter zum Schießplatz zu fahren. Wenn man jetzt gerne läuft, ist es auch okay, aber es ist schon ein bisschen eine Strecke und es ist an der Straße, aber man kann ja auch schnell mit dem Auto von der Anmeldung wieder runter. Da ist ja auch nochmal ein großer Parkplatz beim Einschießbereich, genau. Dann kann man da direkt dann sich einschießen und in den Parcours einsteigen. Ja.
Also alles in allem ist es ein Ausflug wert. War ein cooler Tag und wir können es empfehlen. Auf jeden Fall. So, nach längerer Zeit haben wir heute endlich mal wieder ein Parcours-Test-Video gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, auf jeden Fall. Jetzt geht's zurück ins Berpo Hauptquartier. Genau. Bis bald. Bis bald. Tschüss.